Wir starten unseren Tag beim strahlenden Wetter hier in Schottland und machen uns mit unserem Wohnmobil auf den Weg entlang der Nordkust 500. Nach einer kurzen Fahrt vom Stellplatz aus erreichen wir den Aussichtspunkt bei der Small Cave. Hier stürzt der Wasserfall in eine beeindruckende Höhle. Wir sind total gespannt, wie das Ganze in echt aussieht. Hört ihr das auch? Nur der Wind, die Vögel und das fließende Wasser. Weiter. Die Small Cave liegt idyllisch an einer kleinen Bucht, ein verstecktes Naturwunder an die Nordküste Schottlands. Wir machen uns zu Fuß auf den Weg über einen schmalen Pfad und eine steile Holztreppe mit recht hohen Stufen. Schon der Abstieg fühlt sich an wie der Beginn eines kleinen Abenteuers. Unten angekommen, stehen wir direkt vor dem gewaltigen Höhleneingang, fast wie das Maul eines riesigen Wesens, das sich langsam aus dem Felsen öffnet. Als wir die Höhle betreten, empfängt uns ein kräftiges, sattes Grün. Dickes Moos überzieht die feuchten Wände und sorgt für eine fast mystische Stimmung. Über eine kleine Holzbrücke gelangt man bis nach hinten, wo ein Wasserfall in die Höhle stürzt. Nur leider tropft er heute eher, als dass er fällt. Schade, aber trotzdem ein beeindruckender Ort. Kommt nicht wieder. Nee, was ist nur? Auf dem Rückweg entscheiden wir uns, nicht denselben Pfad zu nehmen. Wir laufen auf die andere Seite der Bucht zurück zum Wohnmobil. Mit Blick auf die Küste, das Meer und die dramatische Landschaft um uns her, ein perfekter Abschluss für diese kleine Abstecher.
Schade, dass der Wasserfall in die Höhle nur getroffen hat, aber was soll's. Das Abenteuer geht weiter. Wir setzen unsere Fahrt entlang der Nordkust 500 fort und genießen jede Minute. Es ist einfach fantastisch hier. Unterwegs entdecken wir eine kleine Herde Highland-Rinder, die oben auf einem Hügel in der Sonne liegt. Natürlich halten wir an, so ein Fotomotiv lässt man sich nicht entgehen. Die Rinder wirken völlig entspannt, als würden sie selbst die Aussicht genießen. Ein echter Highland-Moment. Irgendwann verlassen wir die offizielle Nordkurs 500 und biegen ab auf die Single Road B869. Eine bekannte Nebenstrecke, die bei vielen als echter Geheimtipp gilt. Diese Single Track Road hat es in sich, stellenweise richtig steil mit bis zu 26% Steigung und ziemlich eng. Aber wer sich traut, wird mit einer traumhaften Küstenlandschaft und spektakulären Ausblick belohnt. Unterwegs kommen wir dann auch an Ardwick Castle vorbei, eine mystische Ruine direkt am Loch Assynt. Es ist eine alte Bergruine, die um 1590 von Clan MacLeod erbaut wurde. Sie war Schauplatz von Machtkämpfen und dunklen Geschichten. Unter anderem wurde hier der Marquess of Montrose gefangen genommen. Heute stehen nur noch ein paar Mauern, aber genau das machen den Ort so besonders. Schon auf der Isle of Skye haben wir Dunvegan Castle besucht, den Stammsitz des Clans MacLeod. Das Video dazu findest du in Teil 3 unserer Reise. Während der Fahrt sehen wir immer mehr Rotwild, das ganz entspannt auf die Wiese grast. Einige Hirsche laufen sogar direkt zwischen die Kühe herum, als wären es die ganz normalste Sache der Welt. Da sind noch zwei.
Stück weiter entdecken wir eine Wiese voller Schweine. Die sind einfach herrlich, um anzusehen. Sie wühlen fröhlich im Boden herum und wirken dabei fast ein bisschen wie ein kleines Abenteuer. Ein wirklich lustiger Anblick mitten in diese wilde Landschaft. Am Mittag erreichen wir schließlich Ullapool, ein kleiner, gemütlicher Küstenort an der Nordwestküste Schottlands. Und jetzt wird Zeit für etwas, worauf wir uns schon lange freuen. Endlich Fisch und Chips. Dafür gehen wir in ein Restaurant, das als eines der besten in Schottland gilt. Es wurde sogar schon mehrfach ausgezeichnet. Ob es wirklich so gut ist, wie alle sagen? Wir sind gespannt und vor allem richtig hungrig. Ja. Draußen. Okay, danke. Ja, auch so, ja. Beide. Wir bestellen 2 Portionen Fisch und Chips und setzen uns oben auf die Terrasse. Mit Blick auf die kleine Hafen von Ullapool. Und was sollen wir sagen? Der Fisch ist außer knusprig, innen zart, einfach wunderbar. Mit ein paar Pommes dazu und die frische Meeresluft schmeckt es gleich doppelt so gut. Ein echter Highlight auf unserer Schottlandreise. Aber ich weiß nicht, was das ist. Oh ja. Der Fisch schmeckt auf jeden Fall sehr frisch. Und Schatz, schmeckt es dir? Das ist kein, wie nennt man das, 4D, wenn ihr das riechen könnt. Herrlich. Natürlich schlendern wir nach dem Essen noch ein wenig durch den Ort. Ullapool ist klein, aber charmant, mit kleinen Läden, Fischerbooten und einer tollen Hafenatmosphäre. Am Pier entdecken wir dann etwas ganz Besonderes. Ein Fischer steht auf seinem Boot, ganz ruhig und füttert einen Seehund, der direkt neben ihm im Wasser auftaucht. Ein magischer Moment, ganz still, ganz nah. Schottland überrascht einfach immer wieder. Nach diesem Zwischenstopp in Ullapool geht's weiter. Denn für morgen steht noch ein echter Highlight auf die Liste. Wir möchten uns der Glenfinnan-Viadukt anschauen. Ja genau, der von Harry Potter. Ob das klappt und was wir dort noch erleben, seht ihr im nächsten Video. Also dranbleiben, abonnieren nicht vergessen und bis bald bei Teil 7 unserer Schottlandreise.